In diesem Video zeige ich dir einen versteckten Durchgang in die Preiselbeerhecke, einen goldenen Milchmolar, eine alte Tastatur und einen spinnenverseuchten Halloween-Kürbis. Du solltest auf jeden Fall ein paar Bomben dabei haben, eine Fackel für Licht und ausreichend Bewaffnung. Keine Sorge, hier ist nicht allzu viel los, aber doch der ein oder andere böse Insekt wartet auf dich. Auf der Karte zeigte ich dir, dass ich mich rechts von der Snackbar befinde. Der Ort ist nicht besonders versteckt, aber hier kommt man doch eher selten vorbei. Wenn du auch nur durch Zufall auf meinem Kanal gelandet bist, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Abo-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du kein Video mehr zu Grounded 2 und den vielen anderen Themen hier auf meinem Kanal. Zuerst einmal heißt es den Stein wegspringen. Es gibt am anderen Ende übrigens noch einen weiteren Stein, der mit Explosionsdruck zu Pulver vermahlen werden will. Ich habe die Fehlversuche absichtlich im Video gelassen, damit du siehst, dass die Bombe schon halbwegs passend am Stein explodieren sollte. Und da haben wir auch schon den goldenen Milchmolar. Ein paar sanfte Schläge mit dem Omni-Multitool und er gibt die extra Portion Calcium frei, die ein Teenager im Wachstum nun einmal braucht. Wenn du dein Multitool und dein Scap B2K auch umstylen willst, dann verlinke ich dir das dazu passende Video unter dem i. Und schon haben wir diesen kleinen Durchgang durchkämmt und müssen nur noch den bereits erwähnten Stein am Ende in die Luft jagen. Wie du Bomben baust, weißt du bestimmt. Wenn du aber generell Fragen zu Grounded 1 oder 2 hast, dann bist du hier genau richtig. Wir können uns gerne in den Kommentaren austauschen. Wir gelangen über diesen Durchgang auf die höhere Ebene am westlichen Rand der Karte und befinden uns unter dem Preiselbeerbusch, der sich bis in den Norden zieht. Nicht weit weg ist hier auch der Aufstieg zum Buschklopferbogen und zum Satelliten auf der Frisbee. Die Videos dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Dort findest du auch alle Links zu meinen sozialen Medien und zur Amazon-Seite, wo du dir mein neuestes Buch zum Thema Hausratversicherung anschauen kannst. Ich erkläre in dem Buch, wie man eine gute und günstige Hausratversicherung findet, was man im Schadensfall beachten sollte, um auch an sein Geld zu kommen und noch vieles mehr. Die Aussicht zeigt uns eine schön gestaltete Landschaft, die irgendwie den Reiz von Grounded 2 ausmacht. Du kannst dir hier schon ein paar Preiselbeeren vom Strauch schießen. Preiselbeerenleder kann man eigentlich immer gebrauchen. Du hörst hier vielleicht auch schon eine Spinne schnarchen, denn nun kommen wir schon zum stärksten Gegner hier in der Ecke. Aber vorher noch schnell die 100 Wissenschaftspunkte eingesammelt. Recht hat unsere Willow. Aber gegen die Spinnen hilft hier eben auch blanke Gewalt. Meine Willow hat wieder ihr Anti-Insekten-Deo-Kreativmodus drauf, weshalb sie nicht belästigt wird. Und damit leiten wir über auf die Computertastatur, die hier aus unbekannten Gründen in der Hecke steckt. Direkt daneben findest du den spinnenverseuchten Halloween-Kürbis. Erst einmal das Spinnennetz beseitigen und die 500 Wissenschaftspunkte einsammeln. Natürlich kommt Mutti gleich vorbei und quetscht sich mit ihrer fetten Plauze direkt an uns vorbei. Hier ist übrigens ein guter Spot, wenn du an Seidenseile kommen willst. Dazu einfach die Spinnenkokons zerstören und die kleinen weißen Krabbler abstechen. Wenn du Pilzteile brauchst, bist du hier in der Gegend ebenfalls nicht ganz falsch. Ein kleiner Rundgang lohnt sich dazu auf jeden Fall. Die Tastatur scheint stark an eine Commodore C64 Tastatur angelehnt zu sein. Aber warum steckt die hier im Busch? Du kannst übrigens unter der Tastatur durch am Rand der Snackbar wieder nach unten gehen. Der Weg ist übrigens auch in Gegenrichtung nutzbar, du kommst also auch wieder nach oben. Hier unten gibt es weitere Pilze und einen alten Hotdog, der schimmelt hier schön vor sich hin. Eine Gasmaske wäre nicht schlecht. So ein Hotdog ist immer eine gute Quelle, um das Schmuckstück Everlasting Hog Stopper zu finden. Mit einer Chance von etwa 1% kann man das finden, wenn man einen Hotdog zerlegt. Bei der Kakerlakenkönigin hat man dazu übrigens eine ca. 3%ige Chance. Es sorgt, wenn es getragen wird, dafür, dass man 10 Punkte seiner Hungerleiste pro Minute regeneriert. Zudem gibt es hier noch eine kleine Höhle, wo man ebenfalls ein paar Wissenschaftspunkte findet. Insgesamt war es das auch schon. Es ist ein schönes kleines Detail in der Spielwelt und kann deine Laufwege deutlich verkürzen, wenn du mal in der Ecke hier musst. Man weiß auch nicht, ob in späteren Updates hier noch etwas eingebaut wird. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Natürlich freue ich mich auf deine Bewertung und einen Kommentar von dir. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei Grounded 2.